Jevamai Shekito Sauhidartha Janeshu Dehantarvartikeshu Gehesu Jayatmajarati Matsu No Priti Yukta Javadathascha Lokhe Jevamai Shekito Sauhidartha Janeshu Dehantarvartikeshu Dehe jayatmajarati matsu na priti yukta javadathascha lokhe. Gauriya Goshtipati, Sisilo Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada hat gesagt, Krishna Priti, die Liebe zu Krishna, hat so eine große Anziehung, dass ganz egal, wie viel Moralität dazwischen steht oder wie viel soziale Regeln und Regulierungen stehen dazwischen, die fallen alle weg, die werden ganz unwichtig, wenn man wirkliche Liebe zu Krishna entwickelt. So, wenn solche Umstände von gewissen Regeln und Regulierungen Umstände wären in Krishna Seva, nachher, wenn die ganze Gesellschaft kritisiert dabei, nachher lass sie das machen, aber da kann nichts dazwischen stehen, zwischen der Liebe von der Seele zu Krishna. So eine starke Anziehung, wie zum Beispiel die Einwohner von Vrindavan haben. So Moralität, das kann ja nicht mehr stehen. Such a tremendous power is there in Krishna Vaya. Common people, they cannot understand. You know, for this reason, so die normalen Leute, wenn man das hört, die können das nicht verstehen. Wir haben jetzt das Thema Yagyik-Brahmins. Und dort kann man eben sehen, dass die Yagyik-Brahmins wirklich alle Regeln und Regulierungen oder das soziale System aufgeben. Sogar das vedische System, das können sie aufgeben für Krishnas Dienst. Das ist ganz tiefer Krishna Seva. Wenn du das nicht glaubst oder wenn du das nicht selber realisierst, dann kannst du es auch nicht glauben, wenn du solche Worte hörst oder solche Aussagen. So die Kuhhirten, was gesendet worden sein von Krishna zum Bett, ein bisschen was zum Essen holen. So Bhiksha, das ist für die im entsagten Lebensstand. Die gehen sozusagen Bettelmönche. Und das Betteln hat einen Vorteil, weil deine Toleranz und deine Trinatabi Sunichana Stimmung testen kannst. Also die großen Vaishnavas, die gehen immer raus als Wandermönche, Madhukari, so wie eine Biene von Blume zu Blume, vom Haus zu Haus. Zu der Zeit von Srila Prabhupada war es eben ganz natürlich, damit sie von Tür zu Tür gegangen sind und eben über Krishna gesprochen haben und dann haben sie gewisse Reis oder gewisse
Atta oder gewisse Sachen mitgenommen und das in ihrem Tempel. So zur Zeit von Prabhupada in der Zeit sind einige Brahmacharis einmal betteln gegangen und in dem Haus war eine alte Frau. Und sie sagte der Brahmacharis, oh, verschwindet, verschwindet. Ich gebe echt gar nichts, verschwindet. Die Brahmacharis sind nicht ärgerlich gewesen. So, sie sind dann zurückgekommen zum Prabhupada und haben ihm erzählt, was vorgefallen ist, was ihm sie gesagt hat, oh, wir sollen verschwinden. Kannst du nicht arbeiten, um dein Geld zu verdienen? Aber Prabhupada sagt, du musst dort wieder hingehen. Asche hat sie gesagt, ich gebe euch Asche, hat sie gesagt, so in ihrer Stimmung. Und Prabhupada hat gesagt, okay, weil die haben sich beschwert und dann haben sie gesagt, okay, geht's nochmal zurück und nehmt dann die Asche, was sie nimmt. Und dann können sie die Asche hernehmen, um die Utensilien von Arti zu reinigen. So, Prabhupada hat alles eingesetzt, obwohl die Frau eigentlich eine kritisierende Einstellung gehabt hat. Aber so hat er sie einen Fortschritt machen lassen, indem er das verwendet hat. So yesterday I was discussing that those coward boys, friends of Bhagavan Sri Krishna, going for begging because Bhagavan Sri Krishna giving instruction to them to go to the Yagyik Brahmins. They are doing Yagya there and they beg them for some prasadam, but they are totally disappointed. They are not angry, disappointed. And they come back to inform Krishna and Balaram that we go there. But they even didn't think it necessary to answer to us. They didn't even. Then Bhagavan Sri Krishna wanted to send them to. So in dem Pastime von die Yagyik-Patnis hat dem Krishna zuerst die Buben geschickt, die Freunde, zu den Brahmanas, aber die haben ihm nichts gegeben, und dann zu den Frauen von den Brahmanas. Avoiding Krishna, what result you can get? So schlussendlich ist jedes Yagya ist für Krishna bestimmt. Aber die haben das nicht verstanden, die Brahmanas. Ganz egal, was für Yagya, Karma, Gyan, Yoga und so weiter. Das ist ein Teil von Karma Kanda, die Feuerzählung. This sloka you should remember from Gita. I can discuss this sloka. Brahmarpanam. So das ist ein Vers in der Gita, Brahmarpanam. Brahmarpanam, Brahmarpanam,
Bhaktivinoda Thakur, der hat an den Vers Kommentar gegeben, dass jedes Yagya, was man macht, das wirkliche Resultat, das, was man sich überlegen soll, ist, was für spirituelle Stärke kriegt aus dem Yagya. So, das musst du da, über das musst du immer nachdenken. Out of this yagya, how much spiritual consciousness increasing? Chid bhavana. How much spiritual consciousness increasing? If not, then the yagya is useless. Actually, the yagya they are doing yagya, but in this yagya, so, jedes Mal musst du das abschätzen, wie viel spirituelle Stärke du aus dem kriegst, was du machst. Da war es jetzt auf die Yagyas bezogen. Aber es ist auf alle anderen Tätigkeiten auch ausgerichtet. So, Yagyas gibt es viele Arten. Das ist die schlussendlich die Streben nach der Brahma Bhav. Also Agni, Hota, der Mann, der was Hota macht, der was rezitiert, Om Swaha, der was den Ghee aufs Feuer gibt. So, das ist alles Brahma. Sarvam Kalvidam Brahma. So all Brahman, but what is the net outcome? Those Yagyik Brahmanas, they cannot realize. They are only thinking. So, wenn man das Yagya jetzt macht oder wenn man das ausführt, die Yagyik Brahmanas, die haben leider die Einstellung oder die haben das Ziel, dass sie die Glückseligkeit von Svarga, vom Himmel kriegen durch das Yagya. Und obwohl man eben schon überall in den Schriften steht geschrieben, dass kein Himmel ist ewig, so es soll nicht das Ziel sein. Du kannst Spenden geben, Dakshina, Yagyas und so weiter, um dann in die himmlischen Planeten zu gehen. Also du denkst, dass du gehst selber, dass das eine günstige oder eine gute Tat ist. Und nachher kommst du in den Himmel, du kannst dich dort vergnügen, weil es viel mehr Vergnügen gibt als in der Welt. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, nachher musst du wieder runterkommen. So was für einen Nutzen hat es? Then they can show you here, kine punne muktalokum vishanti. Not only that, but also you can remember that Narottam Thakur always giving us reminder. Shri Dastukul erinnert uns immer daran, dass Punya, also Punya angesammelt in Form von guten Taten, wie im Spenden und Essensverteilung und solche Dinge, Krankenhäuser öffnen, da kriegst du Punya. Aber Punya gibt dir eben die Facility, die Möglichkeit, dass du dann in deinem nächsten Leben auf höhere Planeten kommst. Aber das ist eine Gefahr, weil du dort eben mehr genießen kannst. Und dann kann der Ego viel größer werden und du kriegst eine Gewohnheit zu den Umständen. So, da gibt es eben keine Krankheit, da gibt es kein Schwitzen, da gibt es keine Arbeit wirklich. So, das ist ganz was anderes als wie in der Welt, wo du was tun musst dafür, für Dinge. So, das, was härter ist und schwieriger ist, im Endeffekt besser, weil dann denkt man mehr nach. Aber wenn es im Himmel so frei geben wird, der ganze Genuss,
dann kannst du ganz leicht die Bequemlichkeit annehmen und dann ist es so schwierig, in andere Umstände zu sein. Da gibt es Beispiele mit der Klimaanlage. Wenn du eben ständig in deinem Büro sitzt mit akklimatisiertes Zimmer, wie kannst du dann irgendwie außen die bewegen in einer großen Stadt oder in der Wüste oder irgendwo? So, dann hast du Schwierigkeiten. Wenn du unter gewisse Umstände eine Gewohnheit findest, nachher wird es schwierig, sich in andere Umstände zu beweisen. In that case, you can plan different kind of, you can play your brain to get more and more money, then taxation problem of police can come, listen, you can get involved, but those who are poor, aber im Gegensatz zu dem, was jetzt wirklich ärmer sein, die haben eine größere Möglichkeit, eben dann zu Gott zu kommen, weil sie eben nicht so falsch geleitet sein von den Bequemlichkeiten und von den. Oder sogar wenn du so viel sinnvolle Tätigkeiten begangen hast, durch das kriegst du eben auch Reaktionen. Und die Reaktionen, die können schmerzlich sein in deinem Leben. Und dann durch solche Aktionen, was eben, also gibt es ganz viele Foltermethoden. So, das ist eben Aktionen oder Reaktionen auf sinnvolle Tätigkeit. Aber nach sowas denkst du vielleicht nach, oh, das mache ich nicht mehr so, und veränderst dein Herz. Aber im Gegenteil, das Punya, die guten Tätigkeiten, was machst, die können die auf eine Stufe bringen, wo du eben nicht mehr wegkommst von der Bequemlichkeit. Das Beste ist eben, oder der größte Vorteil ist eben dann, wenn du mit Guru und Vaishnava in Verbindung kommst, nachher kannst du dein Herz ändern. Ansonsten ist es gar nicht möglich. Und Krishna sagt jetzt zu seinen Freunden, geht dorthin, fragt was, bettelt was. Er wollte ihm aufzeigen, wie man tolerant sein muss beim Betteln. Und der sagt, ja, du kannst nicht von jedem was kriegen. Das ist einmal so, manche geben dir was, manche geben dir nichts, manche treten die, manche nehmen die auf mit offenen Armen. So am Anfang von dem Lila hat Krishna schon erklärt, wo er auf die Bäume geschaut hat. Was für ausgezeichnete Seva-Mote haben die Bäume im Gegensatz zu den Brahmanas. Seva to everybody, they have no discrimination. Is Brahmin, I can do a Sudra, I cannot do. No, anybody coming, they are Sujana Seva, they are like big sadhu. They are always going to sacrifice their life for the service. Also die Bäume zeigen auf, wie sie sich immer hingeben für andere. Alles, was die Bäume machen, das ist für andere. Sie dienen ständig anderen auf so viele Arten und Weisen. So Leute, die was ein gutes Ausschauen haben, viel Geld, das ist eben ganz leicht, dass die aufgeblasen sind.
Kunti Devi hat da gesagt, wenn du ein Haus bauen willst, dann musst du am Anfang die Pillars, also das so eine Art von Gerüst muss ich aufbauen. Multi-storied building started in America. It was done by one man who went from here, Howard. He started. Anyway, actually those who are actually rich men, they are having they are usually very cruel. Kunti wanted to speak that Janma Aishwarya Shuddhasya Shri. So die 4 Plattformen, auf dem steht das Haus vom falschen Ego. So das falsche Ego, das steht auf die Säulen von Schönheit, Reichtum, Wissen. So, das Beste, was du dann tun kannst, ist wie wenn du einen Bulldozer jetzt hast und der rammt dann die ganzen falschen Säulen weg, nachher fällt das falsche Ego zusammen. Das repräsentiert auch gut, nicht einander wo. So diejenigen, die was Sadhu sein, aber doch immer noch ein großes Ego haben. Es gibt Sadhus, die was am Anfang im Arm waren und jetzt haben sie eine Position erreicht, wo sie sogar anfangen, Guru und Vaishnava zu kritisieren. Sie wissen nicht mehr, wie arm sie waren vor kurzer Zeit. Also wenn du selber vergisst, von wo du herkommst, nachher verlierst du deine Humanität. Now we are Vaishnava, getting this kind of facility. And at the same time, a Vaishnava, there is a quality, vital quality of the Vaishnava is always happy. It is a vital quality with one sadhu. If you can look at the face of a sadhu, you can find total calm and quiet, no anxiety, no tension, nothing. Follow what I say? So, in Hindi, in Vrindavan, there is one nice their word going on, they are speaking. So ein Sadhu, der ist immer zufrieden, der ist immer am Lachen, der ist immer in freudvolle Gefühle. Der ist immer glücklich. It means when you are going to get satisfaction at heart, then all other kinds of so wenn du im Herzen zufrieden bist, nachher hat alles andere Äußerliche keinen Wert wirklich. So Zufriedenheit, wie zum Beispiel der Sudama gehabt hat, der war ganz arm, aber er ist ein Sadhu, er war immer glücklich. Und er ist in Wirklichkeit auch nicht arm, weil er Krishna Bhakti hat. So arm ist derjenige, der was kein Krishna Bhakti hat, das hängt nicht vom Geld ab.
So, es gibt Leute, die haben Millionen von Euro oder Dollars, aber sie sind immer in Stress und sie sind immer am Jammern, sie sind immer am Klagen. Und er hat irgendwie, ist nie glücklich. Weil ihm große Unzufriedenheit im Herzen ist. So große Möglichkeiten, aber doch unglücklich im Herzen. Daritra Asantushto. Kripana sind die, die was geizig sind. So, diejenigen, was geizig, das bedeutet nicht, dass du geizig mit Geld bist, nur, sondern eben, dass du all deine Sinne, deine Intelligenz, dein Wesen, alles einsetzt in Krishnas Dienst, sondern für was anderes, für irgendwen anderen zu dienen oder irgendwelche anderen Wünsche zu erfüllen. So, das nennt sich Kripana, Kripana, das ist Sanskrit für geizig. So, das falsche Ego steht auf den 4 Säulen. Das Beste ist, du zerstörst es und nachher fällt dein falsches Ego zusammen. Und du schaust zurück, eben, was du davor für Leben gehabt hast. Und dann kannst du ganz leicht Humanität oder Demütigkeit kriegen. You can take away all property they have, their position, their rank. They want to utilize Gurudev. To utilize Gurudev for your personal end is very, very dangerous. So, wenn du Gurudev jetzt für dich verwenden willst, für dein persönliches Interesse, so Vaishnava, das sagt man, das ist ein wünscherfüllender Baum. Wenn du durch Guru Seva Kraft kriegen willst, oder Geld oder irgendwas, du kriegst es, aber kein Bhakti. So, die meisten Leute oder viele, die wollen im Guru und Vaishnava ausnutzen, um solche materiellen Dinge zu kriegen. Also du suchst nach der gewissen Verehrung, dass du verehrt wirst oder dass du eben reicher wirst und du willst die Guru und Vaishnava für das ausnutzen. Guru Seva and Guru Bhog not same. Try to understand Bengal. Prabhupada speaking. Guru Seva and Guru Bhog. So, Guru Seva und Guru Bhog, das bedeutet, dass du Dienst leistest zum Guru oder eben Dienst annimmst vom Guru. Das schaut nach außen hin dasselbe aus, aber es ist ein kompletter, unendlicher Unterschied. Gurudev zu dienen oder dass Gurudev dir dient, deine Wünsche erfüllt, ist komplett was anderes. Asat ist etwas, was nicht ewig ist. Wenn deine Stimmung von der Seele, wenn du wirklich weiterkommen willst,
in deinem ewigen Dienst. And asat means temporarily it is there, going to be destroyed. As asat, not temporary. Asat also, this way you can explain. Asat means which is not at all in favor of Krishna Bhajan. So Asat kannst du nur dazu sagen, dass es eben nicht günstig ist für Krishna Bhajan. It is the main disease of Bhadaji to collect things which are So Bhadaji, was die Seelen in der Welt, die sammeln so viele Dinge, was keine Verbindung haben mit Krishna Bhajan. in Bengali it is written Krishne Taro Vishaya Sangroha Kara. In Bengali Krishne Taro Vishaya Sangroha Kara. Krishna Tara Vishaya Tara. Mool Vyadhi. Bhadajiva Krishne Taro means Krishna Itaro. Krishna Itara. Mane to collect things. Dass du Sachen ansammelst, was aber in Wirklichkeit keine Verbindung haben mit Krishna Seva. Objects, money, which is not utilized in Krishna's Seva. This is one kind of disease of those bonded souls. Maybe he is in sannyas form, or maybe he is like my Paramahansa base. So die gebundenen Seelen, die wollen das machen. That base is not so Bhaktivinoda Thakur sagt, most important thing die Vesh, die Kleidung ist nicht wichtig, nicht so wichtig, no, not so important. You have to watch because then sondern die Stimmung im Herzen. Ravan hat auch die Kleidung getragen von einem Sannyas. you can also take sannyas for being, so what it comes. To lead your life very nicely, you can get brahmacharya, you can get sannyas, this is not good. So nur um jetzt ein einfaches Leben zu leben, den Lebensstand Sannyas oder Brahmacharya annehmen, das sollst du nicht machen. Sudraha pratigrahi shanti tapaveshu vijivinaha. I discussed already, you can forget, you cannot remember. Always you forget. The concentration is not there. You have to grow self-concentration one time spoken, like camera, in heart, never forget. Also du musst die Sachen aufnehmen, was er sagt. If you have no desire, nothing, then you can grow. I have seen in my life one German devotee coming from Germany. While I was Devotee von Deutschland, er I war see that he is not brahmachari, white cloth. Maybe he is going to stay in Mount. I don't know what was the agreement with the temple committee. also der Devotee, der hat weiße Kleidung tragen. Committee member. Das ist von Deutschland gewesen. I resigned. I told Guru, you guys. Anyway, though then actually that young chap is maybe 25 or 24. Also der war vielleicht 24, 25 Jahre. Er hat Bücher gekauft, so viele. 50,000 or 75,000 rupees. Also 50.000 Rupees hat er Bücher gekauft. So they allow one room in full. Er hat das Zimmer dann voll mit Büchern gehabt. Whole day and reading. Und den ganzen Tag hat er gelesen und kann selber gemacht. Someday he born, married. Und nach einer gewissen Zeit hat er dann eine Frau angenommen. Er hat sich gedacht, durch das Lesen kann er die ganze Philosophie kriegen. I've seen so many cases. Es sind so viele. So. They have money from, they think they can know everything. So, die meinen dann, dass du das, Not so easy. durch das, dass du Bücher kaufst, dass du dann die Wahrheiten verstehen kannst. If I give you all Paramanna, sweet, all heavily, then it is a strong problem. Also wenn du zum Beispiel dir jetzt einer Essen gibst, aber so viele Süßigkeiten und so viele Sachen, dann kannst du das nicht verdauen. That's called assimilation, assimilation. After eating, your secretion going on inside your body, then after automatically that what you intake, prasad of food, what you are taking, that you can digest it. After that some liquid form, all the gist are going to blood vessels. Through blood vessels going this and this. This is one kind of assimilation. It's called assimilation in Bengali Akti Karma. Assimilation, medical term. So assimilation is, if assimilation is not there, then we cannot expect you can realize. Assimilation means total realization of Shastra Vakya, which is quite impossible. So
quite impossible, but still possible. Quite impossible doesn't mean never possible. It's possible. So you see, Also, dass du wirklich die Schriften verstehst. they are now puffed up, they don't care. So to remember the previous case is good actually. Asata Simadandasya Daridam Paramanjaram. That man now showing this kind of, aristocracy, that we laughing in front. We are laughing. He is showing this kind of thing. Now if we take away everything from him, if we challenge him sitting here, if we challenge you can take everything, or position, rank, money, designation, what he is enjoying at present, by the mercy of Guru, I can take away everything. He is also allowed, he can take away anything what he has. And then if you throw in the material society, then we can see what kind of power you have. Then you can realize by the mercy of Guru Vishnu you are getting all this thing, but you have no realization. Wenn jetzt einer das alles wegnehmen wird, den ganzen Titel, alles, was du da angesammelt hast, aber nachher die testet, indem er die in die materielle Welt haut oder gibt, da kannst du dann wirklich aufzeigen, was du gelernt hast. Also wir sind nicht daran interessiert, dass wir arm sein oder dass wir viel Geld haben. So, beides ist das Gleiche für Gaudiya Vaishnavas. Das ist der Dienst zu Chaitanya Mahaprabhu und Gurudev. So, das ist Yukta Vairagya und das ganze seltenes Konzept. So you see, asato simadanda sodaridam paramanjanam. If their asat mean actually not temporary, their bhava, they are not having any bhakti, they are busy with material things. Also die Leute, was beschäftigt sind mit materiellen Dingen, so wie Daksha zum Beispiel, der will nur Namen, Ehre, Ruhm und so. So das Yagya, was dort ist, das ist ein materielles Yagya, es ist nicht in Verbindung mit Krishna. And sannyasi brahmachari, they are also not going to their home. Because at gate there is Darwan, gateman there, they don't allow them. I can remember, one time when I was in Suryakundo, also wo Babaji mal schon mal in Suryakundo war, very short, I can show you. da hat er English, Bengali and other language are very nice. The total ein Buch verfasst, very short. die Zusammenfassung von Suryakund. After that, because by the desire of Radharani wanted to reconcile, make some arrangement there. There is no utensil, nothing. In Uchishta, Patra, they are giving Bhoga. Bhoga plate coming, they started, what is this? I changed everything. So, one time I thought that if some renovation can be done, personally, I have no desire to collect money. Und da wollte er ein bisschen was renovieren am Suryakund. By the desire of one sadhu, he gave me address, this, that, 1 or 2, I come here, and I went to that house, and gateman is there. Gateman is there. And after that, gateman not allowing me to meet him. Anyway, over telephone, gateman allowed telephone, I talked with him. He started insulting me. I told actually Radharani places in this condition. Also hat eben Leute dann gefragt, ob sie einen direkten Seva machen kann zu Radharani für den Suryakund. So, if you can come, then he wanted to say, what do you think? I'm not doing Seva. Und er sagte ihm dann, hey, was, ich mache kein Seva, was, ich mache kein Seva. So sagt er, okay, hat er nicht mehr weiter telefoniert mit ihm. Und innerhalb von 6 Monaten, die Konstruktion, was der Siddha Baba gemacht hat,
das alles zusammenbrochen. Within 6 months. Innerhalb von 6 All Monaten. thousands of devotees there taking prasadam in row. In the meantime, the whole room break down and thousands, some break their heads, some, like, fire brigade man cannot control. That time I was thinking, that the man was so puffed up, he wants to insult me, I never mind. Und da ist dann das ganze Haus zusammengebrochen und da sind die Leute unten gesessen und haben gegessen. Und das Haus war eben das, das Man das Geld gegeben hat für den Tempel, für den Siddha-Baba. So I thought maybe he can do some seva. That time I was totally leading exclusive life. So if I exclusive life, it's quite natural. So within 6 months, that man could discover that what seva he has done. So in 6 Monaten hat er dann herausgefunden, was für ein Seva gemacht hat. Das, was alles falsches Zement war, alles ist eben zusammengebrochen. So it is written that those rich men, they have some gate men outside. So usually those who are Guru Vaishnava, they are not going to their house. One day, So Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, die haben uns eine Lehre gegeben. Because tomorrow is Avirbhav Tithi and the 27th day of Gaurkishore Baba Maharaj. So better I can touch this point, no fight. So Brajamandal Parikrama going on. Brajamandal Parikrama going on. You know the system, they are making tent. So today they are moving this forest, tomorrow they are this forest, this way. And those brahmachari, they are not, they are brahmachari, those brahmacharis, some of them giving guard, like policemen. They are giving guard with policemen. They have some gun, everything. Also die waren Leute, die haben ein gewisses Anwesen, oder Brahmacharis haben das geschützte Area, weil manchmal kamen Räuber. Und da waren eben junge Matachis und Frauen, so die haben auf die aufgepasst. Und ein Brahmachari, sein Name war Dinabandhu. It's very nice, Nepali, very nice. He is actually guarding night time. So er hat dort aufpasst in der Nacht. Also aufpassen, Security. 3, 4 Brahmacharis sind um das Zelt gegangen. Manchmal kamen immer wilde Tiere dort in der Gegend so. Und die haben das alles geschützt. So eine alte Frau war da, die vielleicht schon 80 Jahre alt war. Sie hat ein bisschen Wasser gebraucht. So, sie hat nicht irgendeinen Brahmachari gefragt, um Wasser zu kriegen, sondern sie war so, dass sie einfach rausgegangen ist und von einem Wasserloch, wo du ein Wasser rauskriegst, wo du es rauspumpen kannst, dass sie sich Wasser rausholt. Aber da war es ein bisschen rutschig und die Frau ist ausgerutscht. Und die alte Frau, die ist runtergeflogen in den Brunnen. So die alte Frau hat dann geschrien. So, sie ist jetzt in einer Position, wo sie im Sterben ist. So zu der Zeit war es dann da im Radharani. Brahmachari hat zu der Zeit ein Wasser geholt.
Er hat dann unten die Frau gesehen. Er hat zuerst gedacht, es muss irgendein Tier sein oder irgendwas, aber er hat sie dann gefunden. Und dann hat er gerufen, hey, hey, hey. Dann kommen sie alle und nachher ziehen sie die alte Frau raus. So irgendwie war sie dann, obwohl es Nacht war, sie hat es überlebt, sie ist rausgekommen. Und wo die Arti dann fertig war und der Parikrama hat angefangen, und dann hat Bhakti Madhav Goswami Maharaj und Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Harikatha gesprochen, bevor die gegangen sind. Und hat er gesagt, so bei dem Wunsch von der Gauranga Mahaprabhu und Srimati Radharani sind wir geschützt worden, weil die Frau, die war jetzt fast am Sterben in dem Brunnen. Aber eine Lehre kriegen wir. Was für Lehre? So, wenn der Brunnen jetzt also wenn der trocken war, nachher würde niemand dorthin gehen und Wasser holen. So, aber es war Wasser drinnen, so alle sind dorthin gegangen. Und einer ist reingefallen und einer hat es eben dann ist auch Wasser holen gegangen und hat diese Frau dann gesehen. Und nachher hat er gesagt, dass eben die Frau, die ist dort reingefallen ist, hat er gesehen. Und Madhav Maharaj sagt, erinnert euch, das Familienleben, wo du Respekt zu Sadhu und Vaishnava gibst, die kommen dann auch zu deinem Haus. Und dann findet es jetzt so eine Analogie, dass dann eben, okay, der Haushalt, was jetzt wirklich Guru und Vaishnava aufnimmt und Dienst da bringt, das ist dann so wie der Brahmachari, was gekommen ist und die Frau gerettet hat. Weil wir sind auch in so einem Ozean von Miserie. Aber wenn der Brahmachari und die Sadhus kommen, dann können sie uns dort raushelfen. Fetus is called fetus. So, no problem. And before going blessing and speaking, you can get a very nice baby who can give you both pain and pleasure. So, da hat auch Rishi, der wollte auch ein Kind und der sagt, oh, das Baby, das wird dir Glückseligkeit geben und Schwierigkeiten. Er hat nicht wirklich verstanden, was für tiefe Bedeutung die Worte haben von dem Weißen. Also wenn der König dann also, die Stiefmütter haben in dem Kind aber Gift gegeben und der ist dann fast am Sterben. Und nachher stirbt jetzt der König auch fast. Und Narad kommt jetzt auch zu dem Ort und sage ihm jetzt ein paar wichtige Dinge in Bezug aufs Leben. Und nachher, wo ihm Narad so unterwiesen hat, verlässt er dann sein Königreich.
So, das ist eben, hängt auch mit dem Beispiel zusammen. Eben, wenn Wasser in einem so einem Brunnen ist, nachher kommen auch Sadhus dorthin. Ansonsten, wenn kein Wasser drin ist, dann geht keiner dorthin. Zu einem leeren Brunnen wird keiner hingehen. So, wenn jetzt einer tief in so einen Brunnen runterfliegt, und sind vielleicht viele verschiedene Insekten unten, wenn du dort reinfällst, Schlangen, vielleicht Skorpione, Moskitos. And there, without clothes, they can cry. Somehow, by chance, this is the arrangement of Krishna, otherwise usually not happening. In that village, in that forest, that well is blind well. Everybody knowing, nobody going. But by chance, that time, the king going. So, da war einmal ein Brunnen, da ist eine Frau runtergeflogen, die war ohne Kleider und da ist ein König gekommen. Obwohl normalerweise niemand dorthin geht, aber durch die Führung von Krishna ist doch wer hingegangen da. So, was er damit sagen will, ist, dass diejenigen, was Guru und Vaishnava dienen wollen, ganz egal was für Haus es ist, bei Haushälter, nachher ist es so wie ein Haushalt mit Wasser, das ist wie der Brunnen mit Wasser gefüllt. Und dort kommen auch Sadhus, um zu schöpfen oder um zu helfen, um die Leute rauszuholen aus dem Verstrickung, aus dem Wasser. So ganz egal, das muss nicht viel sein, was man den Sadhus gibt, vielleicht 2, 3 Kartoffeln oder ein bisschen Reis. Aber dann helfen sie. Die kommen dann zu dir haben. Ansonsten zu leeren Brunnen geht kein Sadhu hin. Wo zum Beispiel reiche Männer, die haben in ihrem Vorhof einen Türsteher und dann so da kann niemals wer reingehen und dem jetzt fragen um ein bisschen Reis oder Brot erbetteln. So, das ist wie ein Brunnen dann ohne Wasser. Also da ist einer mit einem Haus, der hat 7 verschiedene Kampfhunde. Also das ist so eine Sicherheitsvorkehrung. Der hat Hunde eben von verschiedenen Ländern. So, der hat Hundehütten gebaut mit verschiedenen Vorkehrungen, so für Hunde aus Ländern, die was eben nicht so die Hitze gewohnt sind, und hat da eine Kühlanlage eingebaut in die Hundehütten und alles Sachen. So, das ist seine Sicherheitsvorkehrung, die Hunde, auf die passt auf. Also gewisse verschiedene. So, die Hunde, die essen alle was Verschiedenes. So, für denen wird ein extra separates Essen hergerichtet. Also die geben so viel Geld aus für die 6, 7 Hunde, was sie haben, die aus verschiedenen Ländern sind, für die Sicherheitsvorkehrungen. Aber wenn jetzt da ein Sannyasi oder irgendwer kommt, ein Bettler, nachher wird sich jeder denken, das ist ein Dieb. Und die Hunde und keiner wird das erlauben. So reiche Leute, die verbauen sich die Gelegenheit, dass sie eben Guru und Vaishnava treffen.
one rich man I know when I was not low age, not that time one news in newspaper Så var news came. en The one rich man, very rich man from England. He has no relation with anybody, no wife, no children, no friends, nothing. His friend is only one dog, spaniel or what dog I don't know, I forget. Also Babaji Maharaj hat da nur einen Fall. When he is going outside, Er kennt da eine reiche Person. Der hat keinen Freund, keine Frau, keine Söhne, nichts. Der hat nur einen Hund. hold on. After his death it is written, he is so billions of pounds. So, er ist halt ganz reiche Person war das. In newspaper the news came. So in den Newspaper ist dann geschrieben worden, dass vor seinem Tod hat er eben das ganze Geld oder sein ganzes Anwesen überschrieben dem Hund. Das lässt er ihm dem Hund alles zukommen. His name is Navin Bhai. He is speaking. You look, this news is nice news, interesting news coming here. Now what news? That man going to donate whole property in the name of that dog. I saw Navin Bhai. I am thinking he is going to give this donation in the name of that dog. And what kind of big dog he is himself. So that he is going to give donation to that dog. He is Also not was für ein großer Hund muss er selber sein, dass er eben das wichtig fühlt, dem Hund das zu spenden this kind of, oder weiterzugeben, das Geld. So reiche Leute, die haben ein ausbrannendes Gedächtnis oder Gehirn, die sind so verblendet. rich, have some background. Well, okay. But if not previously rich, now rich, they cannot understand. Their brain going out of order. This way, they are going to violate. Now we see this Yagyik Brahman, they are going to ignore So die Yagyik-Brahmas, die ignorieren auch Yagyik Krishna. They are not going to pay any attention to their request. So they come back. That is why you can. So die machen sich nichts draus, als die fragen, dass die Kinder nicht Quark haben für was zum Essen. Und Krishna hat da vor allem das Beispiel gegeben von den Bäumen. All properties and any kind of properties, everything. What kind of property you have, it has got no existence. Inside the heart of a pure devotee. So pure devotee never think this property is my property. So Devotee, Those who are having this kind of idea, it's mine. I can enjoy this. In that case, they should think that Atma va are drashtabbo sotabba nidhi dhyasitabhyo. With respect to that Atma, only you can find some application of this, find some value. Because if there is a property and nobody there, Arjuna also speaking now, something now. Hey Krishna, if you are going to kill everybody, then what use? What use having this kind of property? What use having this kingdom? What I can do? Krishna, wenn du Arjuna sagt auch vom Krishna, wenn du eben all diejenigen jetzt töten lässt am Schlachtfeld, so mit wem kann ich das dann teilen? Swartho, this word also I explain. Nono adhya mui kurvanti kusalaha swartho darshanaha ahitukya vyavahitam bhaktim atma priye yatha. Everybody going to pay much more attention to himself than to others. Everybody, who not? A rare case, sometimes you can see. So jeder schaut mehr auf sich selber als auf andere. Manchmal gibt zum Beispiel die Mutter das Leben für ihr Baby oder ein Freiheitskämpfer für sein Land. Das ist ganz selten.
So ein Freiheitskämpfer hat dann ist ein materielles Ziel. So, So in that case, what happens? They are going to give their life very easily. Whereas I promise it unto the lotus feet of Guru, Bhagavad I can give my life. so ein Freiheitskämpfer kann sein Leben aufgeben für sein Land. So, wenn ein Schüler sich hingibt wirklich seinem Gurudev, man kann dort jetzt sein Leben geben für das Sankirtan Yagya, für den Schutz von Siddhantavani. So Devas sagen, Devas sagen, dass eben die Klasse heute viele Dinge beinhaltet, die was man eben nicht so leicht glauben kann, aber da kann man sagen, das sind keine Gaudiyas, Gaudiya Vaishnava. Weil Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, die geben die Prinzipien, unter dem die Gaudiya Math zu führen ist. Whereas I promise in front of Guru Padma, I promise in front of Nityananda, though I am going to sacrifice my life for the full protection of all Siddhanta Vani, whereas I am abducting all books. Abducting. Follow? I am going to abducting all books. So this way actually, if you are not going to give full protection to Siddhanta Vani, then you are not actually Gaudiya. Gaudiya main symptom is that von der Gaudiya, das Symptom ist, dass du Interesse hast, das Siddhanta zu schützen und für Sanskritan Yagya zu kämpfen. So Freiheitskämpfer sind vielleicht nicht komplett spirituell, aber ein Touch ist, ein bisschen was ist dabei. So vielleicht sind sie sogar mehr wie mir selber. Wir sagen, okay, wir geben uns hin, Guru und Vaishnava machen es nicht. Also jeder will, die Stimmung von Gaudiya Vaishnava ist ganz speziell. Es ist nicht so, dass man einfach jeden beiseite schiebt oder das Selbstinteresse, okay, wenn der nicht weiterkommt, dann lassen. Also die, was wirklich ihr Leben geben für das Mutterland oder für Gurudev, das ist selten. Die meisten auf all denen, die lieben sich selber. So das Atma, so materielles Selbstinteresse ist, dass du eben nicht über dein Selbst nachdenkst. Oder spirituelles Selbstinteresse ist, damit eben du handelst für dein Atma. Aber materielles Selbstinteresse ist, wenn du nur auf die schaust und dann, wenn vielleicht ein bisschen Zeit ist, auf andere. So Atma due to Atma,
all property and surrounding situation is favorable to me, or I love. Otherwise, who is going to care? If Atma is not there, then after that, so, warum wir einen Körper lieben, ist, weil, oder Verwandte oder andere um uns herum ist, weil Atma dort ist, oder, und Paramatma. There is two enemy. One is that Krishna going to send them to have a direct feeling of what situation is there in material world. Those who are having no Krishna Bhakti, Viruddha, material people. Another point is that they are the Parshad of Krishna, Siddham, Sudham, Vasudham, they are the Parshad of Krishna. Siddham, Vasudham, das sind die ewigen Geweihten von Krishna. So, follow my point. If those so die ewigen Associates von Krishna, wenn die jetzt betteln gehen zu den Brahmanas, so wenn die Brahmanas einen Darshan kriegen, dann können sie ja ihr Herz verändern. So, das sind alles transzendentale Persönlichkeiten, die Kuhhirten-Jungs. So, wenn die vor ihnen gehen, vor die Brahmanas, dann können sie ihr Herz verändern, die Brahmanas. Die Gopis und Gopas, die sind extern. Sagen sie nicht auf, wie gelehrt sie sein, aber in Wirklichkeit sind sie die höchsten Gelehrten. So Saraswati selber, die dient in die Lotusfüße von Radharani. Und alles Wissen kommt von Radharani. Das ist Aprakrita Saraswati. So extern sagen sie auf, dass sie unwissend sind. And coward boys also passing this kind of remark which can prove that they are exalted Pandit. Because how they know? If they are not at all going to Gurukul, not reading Veda, nothing else. So die Kuhhirten-Jungs, die gehen jetzt nicht zur Schule oder studieren die Vedas, aber sie... Woher wissen sie die Punkte, dass im Prasadam erlaubt ist zu der und der Zeit? So, die wissen schon irgendwie, was für Yagya das ist und was nicht. So, wenn Krishna alles wissen wird schon, dann wird das Lila eben nicht so kostbar zum Kosten sein. Aber das ist alles so arrangiert, dass man eben mehr das Lila kosten kann. So die Kuhhirten-Jungs, die gehen vor die Brahmanas und fragen, sie habt was, könnt ihr was geben? Und sie wissen auch wann und wie man beim Yagya was geben kann. So, Dharma, diejenigen, was Dharma kommen, auch wenn du ein Yagya machst, wenn jetzt Aditya-Person kommt unerwartet, nachher musst du denen aufmerksam geben. So, da sieht man eben, dass sie ein ganz großes, tiefes Wissen haben, die Kuhhirten, dass sie ewige Geweihten sind von Krishna. So, wir können nicht sagen, dass sie Kuhhirten-Jungen seien.
Aber die Brahmanas machen das, sie denken sich, oh, das sind materielle Leute. Und materielle So, Bhaktivinoda Thakur speaking, at all any yajna you are doing, maybe today in temple there is fire sacrifice going on. Aber wenn im Tempel vielleicht eine Shinga Yagya ist. Find positive point. I mean, chit because what is the, expression of chit bhava? Dort musst du dann nachfragen oder nachdenken, was du für Chitbal kriegst, also für spirituelle Stärke. Ansonsten für was für einen Wert hat das Yagya. So in dem Fall, die Brahmanas ignorieren den Yagya Purush Krishna. Und Krishna hat jetzt dann gesendet, die Jungen, seine Freunde, zu die Frauen von den Brahmanas, und um ihnen dort aufzuzeigen, wie viel Bhakti die in ihrem Herzen haben. Also dort kriegt es mit Sicherheit Prasadam. Die Kurdenjungen haben nicht einmal das Interesse, sich selber zufriedenzustellen, sondern die betteln was zum Essen, dass sie es Krishna geben können. Weil durch Yogamaya haben sie den Prasadam vergessen, heute mitzunehmen. Und die Ashok-Bäume, die haben alle keine Früchte und nichts. From the bank of Jamuna. Yeah. I told you, no? After giving Kipa to, Nanda Gogo, Bojo Kumarika, that is Jamuna, at the bank of Jamuna, Vrindavan. So Krishna ist von dem Wald rausgekommen an zum Ufer der Yamuna, und nachher zurück hat der Balaram und die Jungs getroffen, und dann sind sie in die Richtung von Mathura gegangen. This forest now I am discussing, it is just near Mathura. Just if you go, then Mathura. Adjacent to Mathura. And also Also der Wald ist in der Nähe von Mathura, Yamuna ist auch da. this way and running there and again reaching Jamuna, but there is almost near Mathura, but not Mathura. And those Yagyik Brahmins, they are staying in this village, but usually they are going to Mathura to do Karma Kanda Yajna. Also die Yagyas Brahmas, die gehen normalerweise nach Mathura und handeln dort als Priester, um ein bisschen Lakshmi zu gehen. Und so verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Es war eine ganz große Yagya-Opferzeremonie, was die Brahmanas gemacht haben. Aber die haben schlussendlich Krishna ignoriert. Und jetzt deswegen sagt Krishna auf, was für Bhakti im Herzen ist von ihren Frauen, die Yagyik-Patnis. So dort gehen sie jetzt mit vollem Enthusiasmus hin, und dort kriegen sie gewisse Sachen, Reis, Dal, und das freuen sie sich, weil sie das jetzt dann Krishna geben können. So, was sie zurückkommen von den Brahmanas, da haben sie sich ein bisschen gekränkt gefühlt, aber Krishna hat sie wieder aufgemuntert und sie sind mit Enthusiasmus dann zu den Frauen gegangen. So die Yagyik-Patnis, die sind schon voll am Kochen, weil eben verschiedene
weil jetzt alle Brahmanas dann essen können, so die kochen schon voll. Das ist eine große Arrangierung. Actually, this is after. First of all, Krishna sending them to those, sending them to those there, where Yagyik-Patnis they are sitting. Now I am reading. This point is when already Yagyik-Patnis reaching that place, giving prasadam to Krishna, everything, and Krishna requesting them to take rest here. After that, everything is over, all discussion, already told, Atmavari, Doshkapa already told. Now this sloka actually is spoken by Krishna to those Yagyik-Patnis. So den Vers, den spricht jetzt Krishna zu den Yagyik-Patnis. It is not good. Actually, all your husbands, they are going to complete their Yagya. Krishna sagt zu ihnen, oh, wie können die Männer ihr Yagya fertig machen ohne die Frauen? So they cannot do paran, they cannot complete Yagya. So you please go back there and help your husbands, all your husbands to complete the Yagya, otherwise you cannot. This way, when Krishna requesting a very sweet language to those Yagyik-Patnis, then Yagyik-Patnis, they are very disheartened. They are going to break down. Why? They are speaking, we are coming here by rules and regulation, ignoring our Und die Yagyik-Patnis, die sagen immer jetzt zu Krishna, oh, wir sind gekommen, wir haben alle Regeln gebrochen und wir wollen wirklich nicht zurückgehen, aber du sagst uns, wir sollen gehen, du gibst uns den Ratschlag. So, wie kann man das? Es ist nicht möglich, wir wollen nicht. Aber die Yagyik-Patnis haben schon so eine große Liebe zu Krishna entwickelt. So, sie haben schon ganz innerlich gekocht vor Liebe, aber sie haben Krishna noch nicht wirklich getroffen. So wie aufgeregt müssen das sein? So, die denken sich immer, wann können sie Krishna treffen, wie und wo. Das sind ihre einzigen Gedanken. Weil sie haben schon so viel gehört haben über Krishna, aber noch nie wirklich getroffen. So, die wollen ihr Leben geben für Krishna. Aber Krishna sagt negative Worte, oh, ihr sollt zurückgehen. Die Ehemänner, die warten, ihr müsst das Yagya fertig machen mit ihnen. Und die Yagyik-Patnis, die sagen dann, das ist eine Art von Purvarag. Also das Herz ist schon ganz reif, um Krishna zu treffen. Und die Männer von ihnen sind nicht wirklich Devotees. Aber durch die Gemeinschaft von den Yagyik-Patnis haben sie dann ihr Herz verändert. So, das sind zwei Punkte, warum sie Herz verändern. Die Yagyik-Patnis und weil sie den Darshan von den Kurden Jungs gehabt haben. Die ewigen Geweihten von Krishna, nicht der Balschatz. Can give some reaction inside your heart. So Yagyik-Patnis, they are full of, pain. They are going to cry and speaking. So die Yagyik-Patnis sagen jetzt mal, actually, as per Veda, Upanishad, Nigam, Agam, all, ultimately going to give the scope to take darshan of your lotus feet, to get the
eternal Seva of your lotus feet. So you cannot speak that way because we love you. So alle vedischen Schriften, alle sagen, dass es das Ziel ist, die Lotusfüße von Krishna zu treffen. Sagen sie so, du kannst nicht nachsagen, du kannst uns nicht wegschicken. Du sollst nicht so cruel sein. So, für lange Zeit machen wir schon dein Bhajan und das ist das Resultat. Nein, das kannst du nicht machen. Satyam Purusanigamam Tavapadamulam. We already reached your lotus feet. So, wir sind schon angekommen bei deinen Lotusfüßen. Sogar Indra, Brahma und Halbgötter, die haben keine Möglichkeit, die Lotusfüße zu sehen. So, jetzt sind wir schon zu deinen Füßen gekommen und haben die Möglichkeit, dir zu dienen. So, du kannst uns jetzt nicht wegschicken wieder. So, wer jetzt Krishnas Füße erreicht, wie können die sich umdrehen und gehen? So, Krishna, du kannst nicht so sprechen, du musst deine Worte wahr werden lassen. Was du in die Vedas, Puranas und die Welt sagst. Satyam Purusham Nigamam Tavapadamulam. Prapta vayam tulasidam padavasrishtam kesvairni buramatilanyo samasta bandhana. Here with great trouble we break all social arrangement. So, wir haben alle sozialen Hürden gebrochen und übersprungen, weil wir eben so große Liebe haben zu Krishna, die was Krishna Priti haben, Liebe in ihrem Herzen zu Krishna. Die können alles aufgeben, ganz egal was für einen sozialen Standpunkt, was für Hürden da sind, auch immer. Die überschwemmen alles, die brechen alles. Das ist wie der Fluss, was ins Meer fließt, mit einem ganz starken Strom. Und dem kann nichts aufhalten, keine soziale Barriere, nichts. We all coming to onto lotus feet and Tulasiddham Padava system. It's actually, actually you see, we ignore all our friends and fathers, husbands, everything, and now you are speaking. If anybody going to put some tulsi onto your lotus feet, tulsi manjari, So, sie sagen, okay, so mit Tulsi ist Krishna komplett anzogen, so wie zum Beispiel Advaita Acharya. How you can sell yourself in front of the devotee. Now we cannot get this kind of result. This kind of honor, this kind of power is there in your lotus feet. This kind of glory is already there, set up in Shastra, that you cannot make it true. You are speaking, you go back. Follow. Prapta vayam tulasidam padavasishtam. We break also the social system. We're going to ignore our husband, father. So, wir haben alle Mütter, Vater, Freunde, Ehemänner, alles haben wir aufgegeben und sind zu dir gekommen. Und jetzt sagst du, wir sollen umkehren. So, du kannst nicht so sprechen und wir sind nicht bereit, den Ratschlag anzunehmen. Weil du weißt, Krishna, wenn wir zurückgehen würden, die ganzen Ehemänner akzeptieren uns nicht mehr. Wir können sagen, haut's ab, geht's. Wir können im Wald bleiben.
no bhakti bandhu suhridaha kuto eva chane grinnanti no patayo pitaro sutava no bhakti bandhu suhridaha kuto eva chane. They cannot accept us because we break all rules and regulations coming back. They cannot accept us. Where to go now? We are in middle. You are not going to give support. Der Ehemann kann uns nicht mehr akzeptieren, wenn wir zurückkommen. Wir sind jetzt in der Mitte zwischen dir und denen. So, wir können nicht mehr zurückgehen. Wir wollen bei dir bleiben. Tapadayo patitatmanamno nanya bhavedagati maravindo tadvidehi. You try to understand our situation. Please try to Sagen, Krishna, verstehe unsere Situation, es ist ganz kritisch. You try to understand the critical situation in which we put into where to go. If you go back, they cannot accept. You are also going to advise, go back. Tasmad bhavat prapanyo. We are actually 100% submission. So wir sind 100% dir hingeben, Krishna. Das Bhavat. Prapadayo patitatmanam no nanya bhavedagatim aravindo tadvidehi. We have no alternative. We have no alternative, no option. Only so, unser einziges Ziel sind deine Lotusfüße. Du kannst uns nicht wegschicken. Denk nach über das, was du, über deine Antwort. Das kannst du nicht einfach machen. Und Bhagavan sagt dann, Sri Krishna sagt dann, no, das ist nicht so. Lokaschavo mayopeta deva opiyano patayo na bhasyarana pitri bhatri shutadayo. All your husbands not going to express any jealousy, ashura. All father, brothers, all your sons and daughters, no, they are not going to speak anything. You go. So Krishna sagt, na, ihr habt Bhakti im Herzen, so, ich schütze euch, ihr könnt zurückgehen. Die nehmen die alle auf, die haben ihr Herz jetzt verändert. Ihr werdet sehen, wenn es zurückgeht. So, die werden keine Fehler finden bei euch, die werden euch nicht strafen, weil ihr habt jetzt alles, was ihr macht, das ist für mich. So, wir alle haben das angenommen. So, wir stehen alle hinter dir, hinter euch. Angefangen von allen Demigods, Halbgötter. Ihr seid nicht allein. Alles, was ihr gemacht habt, war 100%ig legal. So, der Fall von der Südindien, Alvar. Bharti Maharaj hat auch über das gesprochen. So, der erste Alvar. Er hat gesehen, dass Ranga Yoga ist im Satya Yoga, der Vorfall. Ranga. Lota, Sota, Langota, this is my property. How I can do? Only I have a coping, a danda and water pot. These three are the properties of sannyasis. So Sannyasi hat nur Wassertopf, Stock und Lota, Tota, Danda. Lota.
Und die gehen sicher nicht zu reichen Leuten zu betteln. Nur in Darwin, dort lachen die Sadhus. Manchmal nehmen sie nur Chola. You speak different language in English gram. So, it is written to Brajavasi, they are joking. Kabhi muthi chana, kabhi ghana ghana, kabhi obi mana. It's very nice joking. But sadhu is he. A Sadhu ist der was manchmal Govindadev Prasadam isst und manchmal vielleicht Chickpeas oder Chapati. Chana. And sometimes still nothing there with SB water. Manchmal ist nichts da, manchmal nur Wasser. If you go with money power, then you are not going to feel. If money power, still you are in trouble sometime. Follow? I never go to Himalaya by money power, by the power of Gurudev. So, wenn in Himalaya gehe ich auch, wenn dort Geld hat. Due to disaster, all natural calamity, all break down. There's road blockage. You will have to stay there 1 month in cold. You can understand what you mean by money power. Money cannot help you at that time. Also in Himalaya, da kann das Geld auch nicht helfen. Da können in so viele schwierige Umstände kommen. So in Vrindavan they are joking. A sadhu can get some nice prasadam, sometimes some dried gram and chola like Sudamipro, dried fried rice. Rice means dry rice, fried. This way you can get, and sometimes nothing with the water. In the way of Gangati, Yamunati, Badrinath, oh, we know how much rice is there. You can understand. So whole way, sometimes water even very careful. Where it is written, you can drink this water, you can drink. If not, then you can some metal, poison or metal, you can die. So im Himalaya kann auch Wasser sein, was eben irgendwelche Mineralien oder giftige Metalle drin sind. Das kannst du nicht alles trinken, da musst du aufpassen, da musst du fragen. No, they are not going to oppose you, they are going to accept you. They are not going to express any jealousy. Even those demigods, I also approve, but those demigods also going to help you in this adverse situation. In this opposite situation, you can go, they are not going to speak anything. Then after that, Bhagavan Sikhin, first of all, Bhagavan Sikhin, Patayo na vasuyerano pitri bhatri sutadayo lokas chabo mayo peta deva opi onnumannataha. Even demigods also say, Prabhu, no pritai anuragayo hi anga sango ninamiho. Only my physical Sangha is not wanted. Only if you think my physical association is good. No. Even it is more. If you are staying away from me, if you are feeling some viprahamba, it's more powerful. You want to get my physical association. Also Krishna sagt, ihr wollt meine physische Gemeinschaft, aber wenn ihr in Trennung von mir lebt und habt mehr größere Liebe. That's good. You can go back. So Krishna speaking, no prataye. So Krishna speaking, no prataye anuragayo hi anga sango ninamiyo. Tanmano mai janjana chiradmam abhavshato. Very shortly you can get me. If you can go back. So Krishna sagt, geht zurück, behaltet es mir im Herzen und denkt über mich den ganzen Tag und dann könnt ihr mich wieder sehen. If you can
So, wenn ihr komplett in mir absorbiert seid, dann dass ihr wirklich nachher habt ihr in Kürze meine Gemeinschaft. So, tanmano mai junjana achirat mam avavshato. Avavshato when you all can get me. Then nice argument Krishna giving. Usually there is a system that Sravanat, Darshanat, Dhyanat, Mahi, Bhava, Anukirtana, no tatha samnikarsena pratiyatu tattva grihana. It is my advice to you, go back to home. You are going to more and more attraction. So Krishna sagt, es ist mein Ratschlag, geht's home und entwickelt ihr mehr und mehr und mehr Anziehung für mich, als wie wenn sie mit direkt sagt. I am going to advise you to go back to home because Savanat, Darshanat, Dhyanat, Mai Bhava, Kurtanat, Sravan, hearing about me and So, wenn sie über mich hört, meine Tätigkeit sagt, über mich meditiert, über meinen Namen, meine Form, so entwickelt es viel höhere Liebe, als wenn es direkt mit mir zusammen seid. My direct association. Follow. More than why? That is why those sadhus, they already get the darshan of Krishna. So the sadhus. So there is a vital siddhanta. Those who are getting darshan of Krishna, who not? Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, who not? Everybody. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, der Bhaktivinoda Thakur. Hat ständig Darshan von Gauranga Mahaprabhu. Aber doch erwartet er Sadhu Sangha. Sadhu Sangha is more important. So, sometimes Krishna coming in front. So manchmal kommt Krishna vor dir. Satam Prasanga Mamavela Samvita Bhavanti Rakana Rasana Tadjoshana Rasya Bhavadvati. Why? Those who are already having darshan of Krishna. So die, was schon wirklich Krishnas Darshan haben, die beten auch noch immer für Gemeinschaft von Sadhus. Gib mir die Gelegenheit, von Sadhus zu hören. Sadhu Krishna. So Sadhu Sangha ist höher als wie die direkte Gemeinschaft mit Krishna, weil Krishna selber nicht über sich spricht. So heißt Krishna. Stanistita Gadam Manobir. So Brahma sagt, er will vor dem Sadhu sein, weil Sadhus immer sprechen immer über Krishna. Und Krishna selber, wenn er vor dir steht, spricht er nicht über sich. So wenn meine Devotees über mich Kirtan machen oder singen, nachher seid ihr sicher, dort bin ich anwesend. Tatrapi Dastami Narada. So Narad sagt, wo immer meine Devotees singen über mich, dort bin ich anwesend. So die, was wirklich schon Krishna den Darshan von Krishna gehabt haben, die erwarten sich Sadhu Sangha. That's why Krishna speaking. Try to understand why he has speak this Vaksha. Why he has speak? Because it is written, Shavana, Darshana, Dhyana, Mai Bhava, Anukirtana. Anukirtana means under the guidance of Guru Vaishnava. Anukirtana means
After hearing, you are going to do kirtan. Sollte pantha. That's why anukirtana. It is not really kirtana. Anybody out of his false ego can kirtan, but not that. It will say, Es ist nicht Kirtan allein, sondern Anukirtan, Folgen. Du kriegst die wahrhafte Stimmung von Gurudev und unter deren Führung kriegst du Kraft und du glorifizierst dann. Das ist Anukirtan. Anukirtan is suddenly, 100%. 100% you have to go for Anukirtan. Anukirtan. So Anukirtan ist gibt es Kirtan und Anukirtan. Anukirtan ist das Wichtige. All das Hören, Singen, Meditieren, Deities, das ist mehr als wie mein eigener Darshan. So gibt es verschiedene Darshan. Auch im Traum kannst du Darshan haben. Das ist auch wichtig. Shravanat, Darshanat, Dhyanat, Mai Bhava, Anukirtanat. Natatasanikarsena Pratyat Tatogriham. Es ist mehr als wie meine eigene Gemeinschaft. Denk nicht, dass es niedrig ist. After getting this kind of advice from Krishna, Itukva, Muni Patnaspa, So Sukadev Goswami sagt jetzt, Yagyik-Patnis Punargataha. They all going back to their Yagyik-Patnis. so die Frauen sind dann wieder zurückgegangen, so wo die Yagyas stattgefunden haben. Und die Brahmanas haben auch keine Fehler in ihnen gefunden. They're not going to charge. Hey, where you gone? No. Everything. Te chanan seva swavihi srivihi shatram aparaya. They're going to draw the final conclusion, final havan, final. Jagda ahuti is called ahuti, final ahuti. Und so, die werfen jetzt das letzte, den letzten Gegenstand von der Opferung ins Feuer. Und jetzt sind sie glücklich, zusammen mit den Frauen. Ist jetzt das Yagya komplett. Nobody allow her to come out. One Yagyik-Patnis, one. She could not get any outlet. Somebody. So eine Frau, das Yagyik-Patnis ist nicht rausgekommen, die war eingesperrt im Zimmer. In that case, what happened? She already in full meditation going to reach Krishna, leave his body. So, sie hat voll über Krishna meditiert und hat so ihren Körper aufgegeben. Sie hat Krishna in ihrer Meditation erreicht und hat ganz leicht den Körper aufgegeben. Bhagavantam yathasrutam. As he heard all the pastimes of Krishna, as he So, heard all the beauties of Krishna, was sie eben gehört hat, über all die Schönheit und die Stories über den Krishna, und dann hat sie meditiert über das. she is now close
Und sie ist jetzt im Zimmer eingesperrt. So who can stop a Krishna Bhakta? So, Krishna Bhakta kann aber keiner stoppen. Tatrika vidrita vardam bhagavantam yathasutam hridopo guiho bijohu deham karmanubandhanam hridopo guiho bijohu deham karmanubandhanam. They are going to, she is going to live, take Krishna inside her, going to submit. Und so gibt's jetzt den Körper auf. Going to get Krishna's heart. Vijaho deham, going to live body, karma anubandhanam. According to Purva Karma, what body he gave, live body. So he is going to stop him going. Who can stop her? Who can stop her going? Maybe you can block. She passed away to she already passed away to Krishna. Tatraika vidrita bharta bhagavantam yatha sutam riddupuviha vijaho deham karmanu bandhanam. Bhagavano vigavindostenaiva anena gopakan chaturvidena svetva sayancha bhuje prabhu. There are so many different kind of bhaksha. Interpretation will come. When Krishna going to send them back, Bhagavan also, Bhagavanopi, Govindo, Stenaiva, Anneno, Gopano, Anna, this rice and chapati is already brought by those Krishna going to serve them, like Chaitanya Mahaprabhu in Puri, Mahaprasad coming. So Chaitanya Mahaprabhu in Puri, da wo es Mahaprasadam kam, hat gesagt, er kann das austeilen. Und so Rup Damodar Raman, die haben dann gesagt, oh Prabhu, es ist nicht gut, wenn du gibst, dann können die anderen nicht nehmen, weil die warten, ohne dass du fertig bist. Oder du kostet hast, und so besser, du sitzt dir und nimmst. Und wir können das austeilen. Ansonsten wird keiner nehmen. So. Now Prabhu is sitting with Advaita Gosai and Nityananda all in row, taking prasad. So, jetzt sitzen sie alle zusammen. More Paramanna to their devotee, Prabhu speaking. More rice. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt, oh, gib mehr zu dem, gib mehr Reis zu dem, mehr Paramananda zu dem. So Krishna dient jetzt auch Mahaprasad, teilt jetzt auch Mahaprasad aus von Yagyik-Patnis zu der Yagyik-Patnis. We know coward boys are in number so many, how they can, manage this kind of rice. This amount of rice can be. So Krishna now going to serve to all those coward boys fast. So it is the one magic spell. Krishna having hands, Krishna going to serve, but still there is enough prasadam there. So Krishna, wenn er austeilt, ist immer genug Prasadam da. So alle kriegen was, obwohl es so viele sind. Bhagavanopi Govindo Stenaiva Anneno Gopakano Chaturvidena Asvaitva. I am not making any false philosophy. It is written here. Chaturvidena Asvaitva. Asvaitva means Asam means khawa, eat, follow. No, nothing. You have to understand. Chaturvidena, it is written. Bhagavan Opi Govindo Stenaiva Annena. Stenaiva Annena, all Anya brought by those, Yagyik-Patnis, Gopakano, Chaturvidheno Asvaitva, Sayancha Bhuje Prabhu. It is written already there. I am not making false. Krishna, first of all, So Krishna in dem Vers steht, Krishna sind 4 verschiedene Arten von Geschmäckern. Scharf, salzig, sauer, süß. Chaturveda. Sangam. So Chaturvidhena Asvaitva, Sayancha Bhuje Prabhu. First of all, it is Asvaitva. After distributing, allow them to take. After that, they receive you Krishna. Krishna is taking Uchista.
So Krishna nimmt Uchista, dann von den Brahmanas und von in Vrindavana, von den Vögeln, von allen. Krishna nimmt immer Uchista in Vrindavan. So, Babuji Prabhu, after that in 37 number sloka it is written very nicely, Evam Lila Narabapur Nilokam Anusilayam. This way Krishna just playing like just ordinary human. So in dem 37. Vers steht jetzt Evam Lila Narabapur. Die höchste Persönlichkeit, der erscheint wie ein ganzer herkömmlicher Junge. Und die Spiele seien ganz wie auf menschlicher Basis, obwohl er der höchste Herr selber ist. This way Krishna going to play with all those covered boys and everybody like just ordinary human being. Naralila, Evam, Lila, Naravapur, Nilokhe, Manusilayam, Reme, Gopo, Gopinam, Ramano, Rupo, Bakritvai. This way every time, different kind of sweet speech, by glance, darshan, speech, and lila, different kind of beautiful lilas Bhagavan doing with all cows, gomatas, So die ganzen wunderbaren Lilas, was Krishna mit den Kühe, Gopis, Govardhan und all das macht, mit alle Brajavasis. So, alle sind sie zusammen, sie vergnügen sich und geben Evam lila naravapur nilokam anusilayam reme gopo gopinam ramano rupa pakritvai athanusmritvo vipraste annatappano kritagasaha yad visheshwarayo jatayam mahat no ni nidambayo Bidambayo, it is written. Then what to speak about that they are going to fight with wives? No, not at all. On the contrary, they are going to repent. So, die Brahmanas, die fangen jetzt nicht streiten an mit den Frauen, sondern sie bereuen es. Sie sagen, oh, die Brahmanas, wir sind so was haben wir alles gemacht, wie schlecht haben wir gehandelt, wir haben uns nie an Krishna erinnert. Die Jungen sind gekommen, wir haben sie weggeschickt, wir haben nicht einmal auf ihnen geschaut oder ihnen eine Antwort gegeben. So hochnäsig sind wir gewesen. So, Vishwanath Chakravarti sagt, oh, warum kommt jetzt die Veränderung in ihnen plötzlich? So, in dem Fall verändert sich das in dem Augenblick. Krishna hat die Yagyik-Patnis speziell gesegnet, dass es eben keine Schwierigkeiten geben wird. So, ich werde euch helfen und auch alle Halbgötter. So, dort wird es kein Problem geben. Krishna ist im Herzen von allen Yagyik-Brahmas. So in dem Herzen von Yagyik-Patnis haltet sich Krishna auf. Und sie kommen zurück nach dem Krishna-Darshan. Und Gopi-Gita ist wenn die Gopis die Rehe sehen und sie sagen, oh, du musst Krishna gesehen haben, deine Augen der Stimmung, das ist, sag auf, dass du Krishna gesehen hast. Die, was wirklich Krishna gesehen haben, wir müssen die,
After Krishna darshan, you cannot, nobody can understand. Those who have Krishna darshan, Die, was Krishna Darshan haben, sind komplett verändert. Alle Aktivitäten, alle ihre Worte. Rasa Khan ist auch vom Tempel ausgenommen worden. Krishna hat Darshan gekriegt. Oder er hat von Krishna Darshan gekriegt und all seine Kurden. Aber das kann er morgen sprechen. Ihr habt den alle gestoppt, aber er hat, dass er in den Tempel geht, weil er Muslim ist, aber er hat so einen Darshan von Krishna gekriegt. Vitalnath, Vallabhacharya. Also die haben direkt Krishna umarmt. So, wenn jemand den Darshan hat von Krishna, was ist dann dafür Kraft dahin? So, das war dann die Kraft, dass sie ganz einfach ihre Ehemänner verändern haben können, weil sie die Ehemänner haben dann gesagt, ihr seid so vom Glück begünstigt. Ihr habt Darshan gehabt von Krishna. So, die haben auch schon Darshan, den Darshan von den Kuhhirtenjungen gehabt. Spirituelle Figuren. So. Whereas directly they are actually expressing strong grief over this issue. They are going to express strong grief over this issue that, oh, we are so foolish. Then they already, came to us. So, Krishna ist zu uns gekommen, verdammen sie sich, aber wir haben sie wieder weggeschickt. Die Kurden, die Jungs sind gekommen, sie wollten was zum Essen, aber wir haben es nicht für wichtig gehalten, ihnen überhaupt eine Antwort zu geben. Wir haben uns gedacht, oh, was für sind ganz Kurdenjungen, wir sind Brahmanas. So bereuen sie das jetzt. Vishal. Wonderful keeper. They enjoy wonderful keeper. They never gone to Gurukul. They never gone through. Die Brahmanas sagen, das sind niemals, haben sie die Veden studiert oder sind in die Schule gegangen. Wo haben sie die Stimmung gekriegt? Die lieben Krishna über alles. Drishta strinam bhavati Krishne bhaktim alaukikim. Drishta strinam bhagavati Krishne bhaktim alaukikim. Atmananchotaya hinam anutaptya vyagarhayana drishta strinam bhagavati Krishne bhaktim alaukikim. Abnormal love, extraordinary. So, die haben ganz abnormale Liebe, ganz große. They are watching their wives, they have extraordinary love for So, Krishna. die Frauen, die sehen das, die Brahmanas, dass die so große Liebe haben zu Krishna und sie sind so. Bhagavati Krishne bhaktim alaukikim. Alaukik means abnormal, supernatural, which is not visible here in this beautiful. Also eine Liebe, was nicht eben normalerweise nicht sichtbar ist in der Welt. They think themselves we are fallen soul. They are going to decry their own activities. Und jetzt sagen sie zu ihren eigenen Aktivitäten, was sie gemacht haben. Hinam anutapya vyagarhayana. Vyagarhayana is speaking of rubbish. We are useless. Vyagarhayana. Und dann haben sich die Brahmanas schlussendlich selber verurteilt. Themselves. I'm useless. No use. Now they are actually speaking. Die
Dikvradam dikbahu janam dikulam dikriyadakshayam mukhyayatadakshayam janam strideda zu unserer Einweihung, unser Lernen über die vedischen Schriften, unserer Guru, ist alles wertlos. Janma, unsere Geburt in Brahmanen-Familien, ist alles wertlos. Dik Janma. Oh, useless our life. Why are you born at all? Dik Janma. Three kind of Janma. One Janma from the womb of mother. Second Janma when you are Brahman sacrifice. Third Janma when you are going to get. Also verschiedene Arten von Geburten. Drei Arten. Die letzte ist durch Guru. Dikvradam Dikbahu Jadam. So sie denken, sie sind große Pandits, große Gelehrte. Aber auf die Gelehrtheit spucken sie jetzt. Das verdammen sie. Oh, in der großen Dynastie, in der Dikulam, Dikriya Daksham, also sie sind Experten in die vedischen Hymnen, aber das ist alles wertlos. Dikriya Daksham, weil schlussendlich haben wir alles gemacht, aber wir haben uns das war nicht ausgerichtet auf Krishna. So alle Qualitäten, das sind alle nur schön, wenn du Krishna Bhakti hast. So, da ist keine Bedeutung, es ist wertlos, wenn du kein Krishna Bhakti hast. Aber wenn du so viele Qualitäten hast, Krishna Bhakti hast, dann das ist ausgezeichnet. Ohne Krishna Bhakti ist alles wertlos. Nunam Bhagavato Maya Yoginam Opi Mohini. Nunam Bhagavato Maya Yoginam Opi Mohini. Oh, we are doing Jagya, this, that, reciting very nice. Und die illusionierende Energie vom höchsten Herrn, die bewildert sogar große mystische Rishis. Maya ist so stark, die kannst du nicht überwinden. Jetzt haben wir den Beweis, das ist jetzt der Beweis. Nunam. Latit Nischita Eva Bhagavato Maya. Yoginam Opi Mohini means those who are having yoga. Yogi means not yogi. So die Yogis, das sind Jnana-Yogis, Dhyana-Yogis, Bhakti. So die können auch nicht voll verstehen jetzt Krishna. Krishna can make fool of you. Yoga, Maya. Follow what I say. So it is very important. Not yogi means not yogi. Yogi means those who have connection with Krishna somehow. They are, but still, sometimes they are, puzzled. Sometimes they become mad to understand the actual meaning. So, Nunam Bhagavato Maya Yoginam Opi Mohini. Even those big yogis. So große Yogis. It's also one kind of
Für die ist es auch hypnosisieren. So, somewhere it is reading Yoginam Opi Mohini, somewhere it is reading Mainam Opi Mohini. Mainam Opi Mohini, somewhere. Mainam Opi Mohini, those who are Mai. Shankar Bhagavan can put some Maya in front of you. Indra can Maya. Shankar Bhagavan kann eine Maya vor die legen. Indra kann eine Maya vor die geben. Zum Teil. Nicht voll, weil sie selber an und am Einfluss der Maya von Bhagavan sein. Aber ein bisschen an Zauber können sie sozusagen machen. So, Nunam Bhagavato Maya, Yoginam Opi Mohini, or Mainam Opi Mohini, Jadvayam Guravo Nihinam Swarte, Muhyamahi Diyaha, we are actually Brahman. Yad Vayam Guravo Nihinam Swarte, Muhyamahi Diyaha, we are Brahman, but we don't understand how to serve. Also wir sind Brahmins, aber wir wissen nicht, wie man Guru dienen soll. So wenn wir die ganze Welt in Beziehung zu Krishna sehen. They are actually Pandit, they think, but they are now speaking. We don't understand how to serve the whole, Ninam in whole society. Aber die sagen, wir wissen nicht wirklich, wie man jeden dienen soll in Beziehung zu Krishna. So, Nunam Bhagavato Maya, Mainam Opi Mohini, Yoginam Opi Mohini, Yad Vayam, we, Guravo Ninam Swarte. Guru means Guru Seva, how to do Guru Seva, how to serve all common people. In respect to Krishna, we foolish, we don't know. Wie du jetzt Guru dienst und auch normale Leute, alles in Bezug auf Krishna, das sagen sie, haben sie nicht gewusst. Wir sind hypnotisiert gewesen. We are already puzzled to understand this main point. What to speak about common people? They are already, coward boys or personal associate of Krishna. They are personal that now they are growing this kind of mood, soft mood. So jetzt entwickeln sie die ganze sanfte Stimmung und sehen, oh, das sind die ewigen Geweihten von Krishna gewesen. So jetzt sind sie wirklich ganz herzgeschmolzen. Aber sie wissen nicht, wie du Gurudev dienen kannst, wie du denen in der Gesellschaft dienst, wie wir keine Medizin haben, kein Essen. Also du sollst den dienen in Bezug auf Krishna. Ansonsten ist es Art von Karmakanda. Aho passato narinamo pikishne jagadguru. Aho passato, look, our wives. Aho passato, schau, unsere Frauen, die haben so hohe Liebe zu Krishna, so viel Bhakti. Narinamo pikishne jagadguru. Now they understand Jagadguru. Krishna Bande Jagadguru. Krishna Bande Jagadguru. Zuerst haben sie Krishna ignoriert, aber jetzt verstehen sie, dass eben Krishna Jagadguru ist. I can discuss this slope tomorrow more clearly. Today I am going to task. Aho passatanarina upi Krishna Jagadguru Krishna Bande Jagadguru. So, aho passatanarina upi Krishna Jagadguru. Tremendous love for Krishna. Duranta bhavam jo avidhyat mrittu pasan griyavidan. Those we have bondage in family life. This kind of love for Krishna can cut all bondage. So diese Liebe zu Krishna, die kann alles
alle anderen Anhaftungen trennen von der Gesellschaft. Aho passato narinamopi Krishne jagadguru duranto bhavam jo abhidvat mittu pasan griha vidhan nasam dija sanskaro no nivasa guru api no topo atma mimamsha no saucham no kriyas subaha jeva maishe kita sauhidartha joneshu dehantara vartikeshu gehesu yayatma jarati matsu no priti yukta javadatha chaloke vanchakalpatarvasya ke pasindu